What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On November 26, 2015, Rainer streamed again without a picture and had a tantrum because of the comments. Braui93 was now also making fun of Rainer, calling him a Tech Lord. Wenn ihr schon zuschaut, könnt ihr bitte ein paar Likes geben oder ein paar Bars. Jetzt kommt wieder irgendeine freche Antwort von Braui, Alter. Braui, das war echt scheiße. Ey, ohne Scheiß Braui, Mann, Alter, das war richtig für'n Arsch. Da könnte ich mich jetzt aufregen, Alter. After blocking Braui, Rainer demonstrated his lack of English skills. When the eagle cries. Das bedeutet, wenn der Adler kreist, nicht wenn der Igel kreist. After that, he again let the chat infuriate him. Weißt du was? Wenn du hier schreibst, piss auf Rudis Grab, komm ich mal vorbei und piss auf das Grab deiner Eltern, wenn deine Eltern gestorben sind, du Wichskrüppel, Alter. Soll jetzt echt einmal deine Kinderstube überprüfen, Alter. Wenn ich dein Vater wäre, ich der dir links und rechts so ein Schellneighauer, dass du in deinem ganzen Leben an so einen Scheiß nicht mal mehr denken kannst. Bitte, Herr Winkler, reißen Sie sich zusammen. Ich zeig dir gleich, wie ich mich zusammenreiße, wenn du meinen Fuß in deinem Arsch hast, Alter. Oder Mikropimmel zum Beispiel. So ein Scheiß, Alter. Wie kann man sich sowas nennen? Ich begreife das nicht, Alter. Und dann kommen schon her und timeouten mich für die Ausdrücke, die ich im Stream sag. Und dann kommen solche Vollidioten her und schreiben so eine Scheiße bei mir. Frage ich mich ganz ernsthaft, liebe Moderatoren, wer hat da die Scheiße in der Hand und sorgt dafür, dass ihr hier diese Vollidioten nicht rausblockt? Fickt uns, Kollege, Wichskröppel! Und hör auf, dich so zu nennen, Alter, wie mein Vater! Sonst komm ich vorbei und dreht dir in deinen verfickten Arsch! Rudi hat Ramona gefickt, Alter, ich fick gleich dich! Und zwar mit der Faust aufs Maul! Liebe Moderatoren, macht eine Blacklist mit solchen Namen, Alter! Scheiß, Alter, das kann echt nicht wahr sein! Mein Vater ist tot und meine Schwester, Alter, ohne Scheiß, was soll diese Fuck-Kacke? Boah! Vollidioten hier, wo ihr nur Scheiße schreiben. Fuck auf Hater, Alter, ohne Scheiß. On November 27th, Rainer hosted a cooking stream. In it, he again announced that he would move out in 2016. A video of a visit exists from this day, in which der Honigdachse 3 tried to hand a self-made trophy to Rainer. Verpisst euch! Verpisst euch! Nachdem er uns ordentlich die Prügel rausgeschmissen hatte, fuhren wir heim. Den Pokal und die Rachedrachen ließen wir zurück. On November 28th, Rainer was again confronted with uninvited visitors. Rainer! Gib... Oder Drache! Komm runter und dreh dir den Arsch! Verpiss dich! Wir wollten nur ein Autogramm, wir sind Fans. On November 29th, Rainer declared on Instagram that he would probably have no internet for the next 2 to 3 weeks, except on his cell phone. On December 1st, 2015, Rainer went out early in the morning to look at a potential apartment. There also was another short stream in which he first complained about the haters, and then about the fact that his fans, in his opinion, weren't doing enough against the haters. On December 3rd, there was another YouNow stream with only a black screen. Once again, Rainer reacted to deliberate provocations from people in the chat. Hey Junge, wenn du mal schreiben lernen willst, ne, ich kenne eine gute Schule für Sonderschüler, da war ich auch und ganz ehrlich, ich habe da mehr gelernt, als du anscheinend drauf hast in deinem Leben. After that, the video, Info for the Week and Drachenlord in general appeared. In it, Rainer announces a new format in which he wants to talk about the haters. Later, he streamed again, this time even with his camera, and had other YouKnowers as guests in his stream.
A visit video exists from the 5th of December. In it, the creator of the video also claims to have met other haters in front of Rainer's house. This suggests that visits already occurred daily. On December 7th, Dragon Monday Episode 9, No Idea What I Want to Say, appeared. Rainer also streamed the game Plague Inc. on Hitbox, but failed partly because he had issues reading the texts. Affengott hat es. Was hat das? Neuro. Ein System DNS entwickelt. Affengott hat das Purien-Getz-Syndrom. Neues Gensystemlabor in Ostfrankreich. Arbeitet an Heilmittel. Drohnen zielen im Süden auf Affen. At night, Rainer was visited again by haters. They were filming when he went out to them on the street and threatened them with violence. Dass du mich angreifst. Wenn ich dich angreife, kann es dir scheißegal sein, ob du nackt bist oder ob du irgendwas anderes. Weil aufs Maul hauen kannst du trotzdem. Du kannst es ja versuchen. Ich kann ja so viel stehen, wie ich will, deswegen... Was? Sonst? On December 8th, Drachenlord, The Return, appeared. In the video, Rainer demonstrates how he cuts his own hair. On December 9th, Rainer uploaded the video Let's Board The Dragon's Lair, Part 1, Red and Blue. In the video, he plays a board game against himself. The game, The Dragon's Lair, had been given to him by haters during a visit. Dennoch frage ich mich, gehören die Eier nun mir oder euch? Ihr kamt auf mein Feld, vermutlich gehören sie euch. Im Regelwerk steht leider nichts darüber. Dennoch, eigentlich müsste ich sie euch klauen. On that day, haters also threw a firecracker into his yard and captured it on video. Verdammten Arschlöcher! Die haben eine riesige Bombe weggeschmeißt, die Arschlöcher! Damit muss ich wieder... Ja? Du bist doch direkt die Polizei, ey. Das kann ja wohl nicht sein, Alter! Glaub ich... Die haben doch den Arsch offen! On December 10th, a video titled The Dragon Guard, We Serve Drachenlord surfaced. This video involved trolls pretending to support Rainer in his fight against the haters. Also on this day appeared the video Let's Board The Dragon's Lair, Part 2, Golden Eggs. Macht der Drachen, lasst mich jetzt nicht im Stich. Nein! Also, the Dark Parabolic Knight streamed for the first time on YouNow and talked with Rainbow Sheep. On the 11th of December, Rainer played Nightcore in his stream. Then he addressed the viewers who accused him of not working and not having achieved anything. Was hast du erreicht? Wenn Menschen keine Ironie begreifen. Ich bin zumindest auf YouTube schon ziemlich bekannt geworden. Was ich erreicht habe, das werde ich dir nicht auf die Nase binden. Das geht dich nämlich einen Scheißdreck an. Und das war im ironischen Sinne gemeint. Leute. Was hast du denn erreicht? Ich habe mehr Abos als du, Kevin. Kevin, wenigstens habe ich einen anderen Namen wie du, Alter. Nicht jeder Dritte hat meinen Namen, Alter. Also verpiss dich, Kevin, nicht das. Du kevinistischer Mensch. Ich denke, es ist besser, logisch zu denken, als sich irgendeiner Gruppe anzuschließen. Deswegen hacken auch so viele auf mir rum, weil ich mich weder für Hate noch für Fans noch für normale Neutralität entscheide. Ich bin einfach, was ich bin und mache das, was ich mache. Basta. Later, Rainer explained his work ethic and commented on the psychological consequences that the hate had on him by now. Es gibt keinen Traumberuf, weil ein Beruf, der mit verbunden ist, dass du arbeiten musst. Und arbeiten ist scheiße.
Drache, die Äther wollen dich, glaube ich, gar nicht besiegen. Die brauchen ja immer mehr Ärger. Nach mehr als 2 Jahren ist mir mittlerweile eine Sache klar geworden. Ich bin ausgeglichener und friedlicher als je zuvor. Speziell seit ich streame. On December 13th, the video, Making an Advent Wreath, was released. In it, Rainer also explains that he uses a side cutter, i.e. pliers, to cut his fingernails. He ultimately attaches the fir branches for the Advent wreath with wire. On December 14th, Rainer uploaded the video Dragon Monday, Episode 10, LPs on Christmas. In it, he tries to justify insults expressed by him with satire and sarcasm. Ich habe in meinem Leben zu viel Schmerz, Leid und Hass mitgemacht, als dass ich das jemandem anderen wünschen würde. Deswegen glaubt nicht, wenn ich sage, ey, fick dich oder leck mich am Arsch oder du bist voll der Assi oder sonst was, dass ich das immer gleich böse meine. Meistens ist es einfach nur die Aussage, dass ich einfach jemanden nicht ausstehen kann, weil er einfach wieder mal nur zu oberflächlich ist. Um es jetzt zum Ende zu bringen, wenn ich etwas ankündige, wenn ich etwas sage oder etwas tue, denkt erst drüber nach. Und wenn ich etwas ankündige, heißt es nicht zwangsläufig, dass es auch kommen kann. On December 15th, Rainer tried to learn Japanese during a stream. Heute lernen wir ein bisschen Japanisch. Warum kein Englisch lernen, Drache? Weil Englisch für'n Arsch ist. Und ich Englisch nie verwende. Rainer was planning to fly to Japan with other YouTubers during the cherry blossom season. In response to a question, he revealed that his relationship with his family had broken down. Hast du guten Kontakt zu deiner Mom? Oder generell zu deiner Familie? Meine Familie? Ich habe keine Familie. Zu meiner Mom habe ich, naja, der Kontakt existiert, aber ob der gut oder schlecht ist, das will ich nicht bewerten. Waren deine Eltern getrennt? Nein, waren sie nicht, aber meine Mutter ist abgehauen, nachdem mein Vater gestorben war. Und zwar fast genau eine Woche später. Warum ist deine Mom weg und du nicht mit? No hater. Bruder, am neuen Mackerding ist er abgehauen. Meinst du, ich will den Wichser da öfter um mich rum? Was ist denn mit deiner Schwester? Meine Schwester ist meine Schwester, aber meine Familie, ich bin 26, zu meiner Familie in erster Linie Frau und Kinder, meine Familie, aber ich habe keine Frau und keine Kinder, also habe ich keine Familie, so einfach ist es. Meine Schwester ist verlobt und die hat einen Freund und die feiert Weihnachten mit ihrem Freund. On December 16th, the video, Dragon Headbanger is Important to Me, Back to the Roots, was released. In it, Rainer is melancholic and talks about his first videos, and explains that he wants to headbang more again. On this day, Dragon Vlog Learns Japanese 1 was also released. In the video, Rainer tries to learn Japanese, but has a lot of trouble with the pronunciation. Hamimimaste. Hachimimaste. Hachimimaste. Das habe ich vorhin schon Probleme gehabt, das auszusprechen. Meanwhile, the YouTuber Adlerson Pictures had uploaded a battle announcement for Drachenlord, which was probably not meant to be taken seriously. Deswegen lade ich zum Einzelkampf. Bis zum 27.12. dieses Jahres, hier in Dresden. Die Arena steht ja frei. An dein Management. 83 Kilo auf 1,85. Ich denke, das ist ein würdiger Gegner für dich. Ich würde mich auch sogar mehrere Wochen vorher nicht rasieren. Das Preisgeld liegt bei 300 €. Tritt zum Kampf an oder nicht. Steht dir frei. Rainer could not let this slide, and he responded with the video, my reaction and comment videos to the battle announcement, ridiculous. Man schaut keine irgendwelchen Passanten an. Da sieht man doch schon, dass du geistig irgendwie auf einem Niveau von einem Stein bist. Das ist eine Beleidigung für den Stein. Wenn ich dich auf der Straße sehe und du sowas zu einer alten Frau sagst, dann hätte ich dir erstmal aufs Maul gezimmert. Und dann hättest du nicht mehr gesagt, komm mit deine, ich hab mit 83, wie auch immer. Irgendwie Gewichtsklasse. Vor allem, er hatte da mal eine Ahnung von der Gewichtsklasse. Afterwards, Rainer points again to the satire, irony and sarcasm contained in his videos. Denn wenn ich zum Beispiel sage, dass ich etwas mache, heißt es nicht, dass ich es mache.
Wenn ich sage, wann ich etwas machen möchte, heißt es nicht, dass ich es mache. Es heißt auch nicht, dass es an diesem Tag kommt, wo ich es angekündigt habe. Diese Sache mit Ankündigungslaut ist ein Witz. Denn nichts, was ich angekündigt habe, habe ich gesagt, dass es wirklich kommt. Rainer was appalled because of Adlerson's video, but then asked that the fight should take place in his yard. Kurzum, du willst kämpfen? Dann komm zu mir. Ich geh nicht zu dir, weil ich das gar nicht einsehe. Ich fotze mich nur, wenn es unbedingt sein muss. Wenn du unbedingt dich schlagen willst, komm hierher. Kannst dich gerne bei mir im Hof mit mir prügeln. Dann schauen wir allerdings einmal, wer von uns beiden aufs Maul kriegt. Ich habe von dir keine Angst. In the evening, Rainer streamed again on YouNow without his camera while being in a bad mood. Wenn Leute Scheiße labern, dann laber ich auch Scheiße. Wenn mich Leute beleidigen, dann beleidige ich Leute zurück, also halt's Maul. Und ja, ich habe dich jetzt beleidigt, obwohl du mich nicht beleidigt hast. Was ist das Problem damit? Du brauchst ja nicht zuzuschauen. Kein Mensch, kein Schwein zwingt dich zuzuschauen. On December 18th, Dragon Vlog Learns Japanese 2 was released. When Rainer streamed that day, eggs were thrown at his house. Das waren nur Eier. Und nicht einmal gute. Das waren nicht einmal gegammelte, Alter. Ihr habt nicht mal eine Ahnung, wie man Haushäuser mit Eiern beschmeißt. Ach, geht doch wieder in den Kindergarten, Alter. Rudi war ein Schwachkopf. Nein, Rudi war ein geiler Mann. Denn der hat den Drachen geboren. On the 21st of December, the video #AskDragon appeared, in which he again affirms to believe in dragons. Ich persönlich glaube ja, dass es Drachen wirklich gab oder wirklich noch gibt. Man weiß es ja nicht. Und ich glaube, dass es Drachen wirklich gegeben hat. Und das Interessante ist, ich glaube, dass es halt eine Evolution war. Der Drachen oder der Dinosaurier war eine Evolution, die in eine Richtung ging. Und dann hat sich die Natur halt gedacht, scheiße, da habe ich Mist gebaut. Diese Evolution wird nicht weitergeführt. Also, Rainer deleted his Twitch account because he was angry at Rainbow Sheep. On December 23rd, the video Merry Christmas 2015 and an episode of Dragon Runs appeared. Then, on December 24th, instead of celebrating Christmas with family, Rainer streamed alone without his camera on YouNow. Geht mal lieber in euer Hartz-IV-Häuschen und feiert alleine Weihnachten und sterbt in der Hölle, ihr Assis, ey. Hat ich deine Familie verstoßen? Meine Schwester und Mutter sind abgehauen, mein Vater ist gestorben, ich habe keine Familie. Nicht in dem Ton, mein Herr, ich rede noch gleich in einem ganz anderen Ton mit dir, Junge. Alter, du hast keine Ahnung, was es bedeutet, an Weihnachten alleine zu sein. Ja, ich bin alleine, wie immer. Although Rainer had claimed not to go online until the new year, there was already another stream without a picture on December 26th. When uninvited guests showed up in front of Rainer's house on December 27th, as they did almost every day by now, a neighbor also joined in. Wir sind Fans. Wir sind 100 Kilometer hierher gereist. Würdet ihr nicht daherkommen und uns so belästigen? Kann ich gerne meine Personalien geben, ist auch kein Problem. Jedenfalls wollen wir das nicht. Niemand mehr hier. Rainer, wir wollen niemanden mehr hier sehen. Ist ja Das kein ist nicht der Punkt, das habe ich auch nicht Und 100-mal schon gesagt, wir sollen aufhören mit halt Zeug, was er sagt. Wir wollen nächstes Jahr nichts mehr wieder. Das jeder sagt, so erstmal jetzt vernünftig. Ich habe gerade nicht verpasst, Du hast keine Fans. So. Dann wird wieder Fotos gemacht, die kommen ins Internet, dann kommen wieder schöne Kommentare dazu. Haben wir alles schon mitgemacht. Du lässt das nicht, was drin steht. Ja, Er liest es schon, wir sind bei jedem YouNow-Stream dieses Jahr dabei Ja, gewesen. ihr lest es, aber der Rainer liest nicht, was sie wenn der verarschen und schreien. Ich glaube, das auch bloß du. Du hast gesagt, Es gibt so viele, die wollen verteidigen. Das ist aber so viel. Ich habe früher schon Weil am Ding habe ich gesagt, ob ich das Arm ums Zimmer war mit den Waffen. Was sagst du was davon? ja, okay, dann Könnt ihr weiter sagen? Niemand mehr in Schauerberg. Wir wollen niemanden sehen. ja, dann kann man Autogramm. Das braucht kein Autogramm. Schau, das ist schlecht. Ja, ich kann Hunde da. auch. Guck mal hier, wie Das groß weiß ja jeder, wer euch sieht. ich bin aber Wir auch haben die nicht groß. Schnauze voll.
Perhaps this event had also contributed to what would happen shortly afterwards. On the 29th of December, the video "Rip Drachenlord" appeared. The video, which was accompanied by sad music, showed the following text. This video here was Rainer's last wish. I am a friend of him for many years, and that's why it's so hard for me to do this. Rainer, aka Dragon, asked me to do this in case of his death, so that his viewers know why there are no more videos. Maybe some of you have already noticed it on Twitter under the hashtag #RipDragon. Rainer has passed away on the 27th of December 2015 at about 12 o'clock. He had plans for the new year. Unfortunately, I probably do not have to explain that he cannot realize them. I also have the ability to write through his Twitter account, where I have already spread it further. The reasons for his death are still unknown. Drachenlord is dead.